Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen, und zwar diesmal einen Tabak, den es beim eigentlichen Hersteller nicht mehr zu kaufen gibt. Dieser ist weder im Katalog noch im Onlineshop erhältlich, doch es gibt glücklicherweise immer noch die Möglichkeit, ihn über einen anderen Händler hier in Deutschland zu erstehen. In Kontakt gekommen bin ich mit diesem Tabak erstmalig durch einen Pfeifenfreund, den ich zufällig auf der Arbeit getroffen habe und der mir vorgeschwärmt hat, dass dieser Tabak sein absoluter Liebling sei. Daraufhin bin ich in den Onlineshop gegangen, konnte den Tabak nicht finden, habe dann auch bei meiner regulären Bestellung einfach mal nachgefragt, was ist denn mit dem Tabak, und erhielt dann die Rückmeldung, ja, dieser Tabak sei nicht mehr erhältlich. Durch Recherchen im Internet bin ich dann auf einen Onlineshop gestoßen, bei dem es diesen Tabak nach wie vor zu kaufen gibt, und habe mir Gott sei Dank eine 100 Gramm Dose auf die Art und Weise ganz regulär bestellen können. Tja, Zeit also fürs Review und für die Vorstellung des Tabaks. Und es geht konkret um diesen Tabak hier. Und hier ist er nochmal. Aus dem Hause DTM Daan Tobacco in Lauenburg, der Bulldog, Chili und Chocolate. Diesen hat man einige Jahre im Daan-Pipe-Katalog gesehen, konnte ihn entsprechend bestellen. Ich bin damals leider nicht dazu gekommen. Ich hatte andere Tabak erstmal probiert, und als ich mir ihn endlich holen wollte, aufgrund der Empfehlung, war er nicht mehr da. Meine Recherchen haben halt ergeben, dass es einen Shop in Hamburg gibt, einen Online-Store, wo man diesen Tabak hier kaufen kann. Also, gesagt, getan, Tabak geordert, und seitdem ist er mir. Doch ich würde sagen, bevor ich jetzt den Tabak reviewe, schauen wir uns noch mal kurz das Tabaksbild an und gehen dann ans Eingemachte. Also bis gleich. Der Tabak kommt in solch einer 100 Gramm Dose daher und ist als Ready Rubbed entsprechend eingebracht. Wenn wir uns das Tabaksbild ein wenig genauer ansehen, so sehen wir, dass dieser in allererster Linie auf Virginia-Tabaken basiert, und zwar sowohl helle Virginias als auch etwas dunklere Virginias, und bei genauerem Hinsehen kann man eben halt auch noch so leichte grünliche Einschlüsse erkennen. Diese lassen zumindest für mich darauf schließen, dass man bei dieser Mixture hier ganz offensichtlich auch ein wenig Orient-Tabak verarbeitet haben wird. Da es sich um einen Ready Rubbed handelt, empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine Pfeife von einem mittleren Volumen oder sogar noch größer zu wählen und den Tabak auch nicht allzu fest einzubringen, da er sich erwartungsgemäß doch arg aufbäumen wird und zur Entwicklung von seinem Blattgut und auch von seinen Aromen auf jeden Fall etwas Platz in der Pfeife benötigen wird. Für dieses Review habe ich mich dazu entschlossen, dieses Danville Rhodesian BR34 zu nehmen. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Rhodesian, die ja im Grunde genommen eigentlich eine Band Bulldog ist, einfach hervorragend zu diesem Bulldog Tabak passt. Auch kommt hinzu, dass das Füllvolumen eben ein mittleres Volumen ist, die Bohrung nicht allzu klein ausfällt und man den Tabak daher ganz bequem nach meiner Stopfmethode in die Pfeife einbringen kann. Nicht zu fest stopfen, nicht zu fest andrücken, und ich empfehle auch auf jeden Fall ein wenig Abstand zum oberen Rand zu lassen, da wie gesagt der Tabak sich auf jeden Fall wohl aufbäumen wird, um sich und seine Aromen richtig entfalten zu können. So, wenn wir den Tabak öffnen, dann ist der Tabak erstmal wieder mit so einer Windrose abgedeckt, und darunter kommt halt eben hier der Ready Rub von DTM Daan Tobacco zum Vorschein. Und wenn wir nur an dem Tabak riechen, möchte man eigentlich kaum glauben, dass man einen Aromaten vor sich hat. Dieser Ready Rubbed erinnert mich in allererster Linie an die klassischen Virginia Flakes von DTM Daan Tobacco, und zwar die Virginia Flakes der süßen Natur. Ganz deutlich kommt auch hier so eine Art Feigencasing zum Vorschein, wie ich ihn bereits beim Elwood Flake No. 2 erlebt habe.
Und der Geruch erinnert mich auch automatisch so ein wenig an den Patriot Flake, der ja ebenfalls mit einer Art Feigen- oder Apfelcasing versehen ist. Also durchaus eine sehr angenehme Note nach Trockenobst, Trockenfrüchten. Und meiner Meinung nach nur ein ganz dezenter Hauch nach Schokolade. Aber wirklich ganz, ganz dezent. Meiner Meinung nach ist das Feigencasing hier definitiv kräftiger herauszuriechen. Und die Chili selbst kann ich nicht riechen, aber diese soll ja eigentlich im Geschmack vorhanden sein, zusammen mit der Schokolade. Daher würde ich sagen, gehen wir jetzt ans Eingemachte, kommen wir zum Review. So, kommen wir zum eigentlichen Review. Hier ist nochmal die Pfeife, eine Stanwell Rhodesian. Und wenn man sich die Pfeife genau anschaut, sieht man ja, dass es eben keine Rhodesian, sondern im Grunde genommen eine Bulldog ist. Also passend zum Bulldog-Tabak. Der Ready Rub Tabak von DTM lässt sich sehr leicht entzünden. Und wie man hier gut erkennen kann, der Tabak bäumt sich dann beim Entzünden auch schon kräftig auf. Ein gutes Zeichen dafür, dass man daran denken sollte, eine Tabakspfeife zu nehmen, die möglichst etwas mehr Raum bietet und halt auch die Pfeife möglichst nicht bis zum Rand hochzustopfen, sondern noch ein bisschen Abstand zur Kante zu lassen. Der Tabak bäumt sich auf, er braucht definitiv Platz, um sich und das Aroma entfalten zu können. Also Zeit, den Tabak ein wenig zu glätten. So, so braucht geschehen. Ihr könnt sie hier gut erkennen. Oberfläche ist schön glatt. Kommen wir zum Nachfeuern. So, das anfänglich bittere Aroma vom Anzünden bzw. jetzt vom Nachzünden der Pfeife ist verflogen. Und das Aroma, das sich jetzt hier im Mund breit macht, ist ganz im Gegensatz zu diesem doch fruchtigen Duft, das mich so an Feigen oder an Trockenobst erinnert hat, weniger süßlich, sondern doch mehr so leicht in die herbe Richtung tendierend. Man merkt auch so im Geschmack wirklich so ein ganz wenig diese bittere, herbe Herrenschokolade. Und hat auch tatsächlich so ein Prickeln auf der Zunge. Man verspürt hierbei eine Schärfe, die man aber keinesfalls mit einem Zungenbrand vergleichen oder gar verwechseln darf. Es brennt nicht auf der Zunge wie bei einem zu heißen Rauchen, sondern es ist wirklich so eine Schärfe, wie sie eindeutig von der Chili zustande kommen dürfte. Der Geschmack ist wirklich unbeschreiblich. Ich habe mittlerweile einige Aromaten probiert. Aromaten auf Virginia basierend, genauso natürlich auch reine Virginias, die lediglich mit einem Feigen- oder einem Apfelcasing kommen, zur Unterstützung des natürlichen Geschmacks. Doch der Bulldog Chili und Chocolate kommt geschmacklich gänzlich anders herüber. Wer jetzt also wirklich einen Tabak erwartet, der nach einer, sagen wir mal, Vollmilchschokolade schmeckt, wird hier definitiv enttäuscht werden.
Vielmehr hat man hier eben so das Geschmack eben nach einer bitteren, edelbitteren Schokolade, weniger süßlich, sondern nach meinem Geschmack eher herb, kräftig, beinahe schon würzig. Und dazu so im Untergrund, so schwer zu beschreiben, ist eine richtige frische Schärfe. Also, es ist wirklich nicht so, dass man das Gefühl hat, man verbrennt sich den Mund. Man hat auch nicht das Gefühl, 'n Zungenbrand zu bekommen, sondern es macht sich eigentlich eine Schärfe im Mund breit, die automatisch auch so 'ne gewisse Frische mitbringt, die man schwer in Worte fassen kann. Weich, angenehm, der Rauch selbst ist kühl, der Rauch umspielt die Zunge, verteilt dabei seine frische Schärfe mit diesen warmen, auch leicht nussig anmutenden geschmacklichen Aromen, die eigentlich eher bei einem Burley zu erwarten wären, die ich hier aber mal auf diese herbe Schokolade zurückführen möchte. Und auch beim Abgang durch die Nase spürt man so dieses herb-schokoladige, wobei ich jetzt aber sagen muss, beim Abgang durch die Nase merke ich nichts von dieser Chili. Also, es ist nicht wirklich scharf. Man hat auch so 'n leichtes Prickeln in der Nase, 'n Kitzeln, das einen eigentlich eher so zum ja, fast schon zum Niesen animieren möchte. Es prickelt, ist aber nicht wirklich unangenehm. Es ist einfach ja, es ist frisch. Es ist fast so 'n bisschen, als würde man sich Kohlensäure durch die Nase blasen. Man kann's schwer beschreiben, man kann's nicht in Worte fassen. Ich kann wirklich nur sagen, probiert's einfach selbst aus. Aus meiner Sicht ist der Tabak definitiv mal was anderes und hebt sich ganz deutlich von den normalen Aromaten ab. Ich werde ihn jetzt in aller Ruhe weiter rauchen, weiter genießen. Ich bin schon gespannt, wer von euch selbst seine Erfahrung mit dem Bulldog Chili und Chocolate gemacht hat und bin bei diesem Video hier auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Ich hoffe halt wirklich, dass DTM Daan Tobacco beziehungsweise Daan Pipe den Tabak selbst irgendwann auch wieder ins Sortiment aufnehmen werden. Es ist zwar gut, dass man ihn nach wie vor über einen deutschen Onlinedienst bestellen kann, doch wäre es natürlich wünschenswert, wenn es diesen in meinen Augen doch sehr guten Tabak auch weiterhin oder wieder bei meinem bevorzugten Tabakhändler hier in Deutschland, eben bei Daan Pipe, zu kaufen geben würde. Zumal ja schließlich die Tochtergesellschaft DTM Daan Tobacco dafür verantwortlich zeigt, diesen Tabak hier nach wie vor zu produzieren. Das Aroma ist mild und angenehm, also auch die Raumnote ist sehr angenehm. Es ist nun mal kein Hocharomat, aber so vom Duft her, dieses Schokoladige kommt schon ein bisschen noch zum Tragen. Man merkt aber bei der Raumnote, dass es eben kein Hocharomat ist, sondern es ist wirklich dezent aromatisiert mit warmen, dunklen, kräftigen Geschmackstönen und diese spiegeln sich meiner Meinung nach auch ein wenig im Tabakduft wider. Es ist also nichts, was jetzt hier irgendwo sich vom Duft her extrem abheben würde. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit.
Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf diesem Kanal. Mal sehen, welchen Tabak ich euch als nächstes vorstellen werde und vor allem, welche Pfeifen ich euch bei nächster Gelegenheit wieder vorstellen werde. In diesem Sinne, Happy Puffing, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.